In einer kleinen Stadt bereiteten sich Bauarbeiter auf ein wichtiges Projekt vor. Sie sollten ein neues Haus auf einem malerischen Hügel bauen, von dem aus sich eine wunderschöne Aussicht auf die Umgebung bot. Der Weg dorthin war fußlang, und leider mussten die Materialien von Hand transportiert werden, was zusätzliche Schwierigkeiten für die Arbeiter bedeutete. Am Fuße des Hügels waren 2 spezielle Parkplätze für die Bauarbeiter reserviert, damit sie bequem ihre Materialien entladen konnten. Allerdings befand sich in der Nähe eine Grundschule, und zur Stoßzeit parkten viele Autofahrer illegal, was Probleme für die Bauarbeiter verursachte. Die Arbeiter baten die Fahrer stets höflich, wegzufahren, und in den meisten Fällen willigten diese ein, da sie verstanden, dass dies für die Arbeit notwendig war. Doch an einem Tag, an dem eine Materiallieferung erwartet wurde, stand ein Auto auf einem der Parkplätze. Am Steuer saß eine Frau, die auf ihr Kind aus der Schule wartete. Sie hatte illegal geparkt, und als der Vorarbeiter zu ihr kam und erklärte, dass sie den Platz für die Entladung freimachen müsse, antwortete sie grob, sie sei zuerst da und habe nicht vor, wegzufahren. Der Vorarbeiter, der den Konflikt nicht eskalieren lassen wollte, bat den Lkw-Fahrer, möglichst nah an das Auto der Frau heranzufahren, damit sie die Ernsthaftigkeit der Situation verstehe. Die Frau begriff zunächst nicht, dass sie in eine schwierige Lage geraten war, doch bald wurde ihr klar, dass sie nicht mehr wegkommen konnte. Die Arbeiter begannen, die Materialien den Hügel hinaufzutragen, und der Vorarbeiter, der spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet, beschloss, die Polizei zu rufen. Die Polizisten versprachen, sich in einigen Minuten um die Sache zu kümmern, und der Vorarbeiter versuchte, ruhig zu bleiben und seine Arbeit fortzusetzen. Die Frau jedoch geriet in Panik, als sie merkte, dass sie ihre Tür nicht öffnen konnte, um ihr Kind zu begrüßen, das gerade aus der Schule kam. Der Lkw-Fahrer erklärte ihr, dass er den Lkw mit ungesicherter Ladung nicht bewegen könne, was die Frau noch wütender machte. Wutentbrannt begann sie, den Vorarbeiter und den Fahrer anzuschreien und forderte, dass sie den Lkw wegfahren sollten. In diesem Moment parkte ein Polizeibeamter hinter dem Lkw, um die Situation zu klären. Die Frau, die nicht warten wollte, versuchte, auf dem Gehweg auszuweichen, blieb aber stecken, was ihren Zorn noch verstärkte. Sie begann zu fluchen und beschuldigte alle um sie herum, sie zu behindern. Der Polizist, der sah, dass die Lage außer Kontrolle geriet, forderte die Frau auf, aus dem Auto auszusteigen. Daraufhin begann sie zu lügen und behauptete, alles sei ein Missverständnis. Doch ihre Rechtfertigungen halfen nichts. Der Beamte bewertete die Situation und verhaftete die Frau wegen rücksichtslosen Fahrens, Sachbeschädigung und Fahrens ohne Führerschein. Während ihr Kind mit der Großmutter nach Hause ging, verbrachte die Frau Zeit im Gefängnis und wurde sich der Konsequenzen ihres Verhaltens bewusst. Dieser Vorfall wurde eine Lehre für alle, wie wichtig es ist, Regeln zu befolgen und die Arbeit anderer zu respektieren, und wie schnell eine Situation eskalieren kann, wenn man nicht geduldig und verständnisvoll handelt. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.